do with bears. It comes from the old Slavic word Bерлін, meaning place in the swamp land. Before German people colonized this area in the 11th century, Slavic people lived here and they knew many of the older places. Ja, hier an der rechten Seite das Humboldt-Forum. Schaut an 3 Seiten auch genauso aus wie das Berliner Stadtschloss, was hier mal stand. Sitz der preußischen Könige, spielte den deutschen Kaiser. Das Stadtschloss wurde aber im Zweiten Weltkrieg beschädigt und von der DDR nicht wieder aufgebaut. Die waren nicht Fan der Monarchie, die haben es in die Luft gejagt. Aber in den letzten paar Jahren ist das Schloss wieder entstanden, heute als Museum genutzt. Ja, history has gone full circle on this building. On the same spot the Berlin City Palace used to stand, home of the Prussian kings and later also the German emperors. But the old palace was damaged in World War II, and East Germany, they didn't like the monarchy too much, so they didn't rebuild it, they blew it up, poof, built their own palace here, the Socialist Palace of the Republic, a big modernist glass cube, which was torn down 20 years ago. Now we've got the old palace once again, at least 3 of its sides. Today it's used as a museum. Ja, hier links das Nikolaiviertel, die Wiege der Stadt Berlin. Hier ging alles schon vor ca. 800 Jahren los. Das ist der älteste Stadtteil. Von den alten Gebäuden sieht man aber gar nicht mehr so viel. Es haben sich nur 2 Gebäude am Ufer hier den Krieg überlebt. Die restlichen Gebäude, das sind alles Plattenbauten aus den 70ern und 80ern. Ja, wobei es sind hier richtig Standardplattenbauten, die wurden hier wirklich im Stadtbild angepasst. Die haben sogar Ziegeldächer und Gauben bekommen. Durch die Lücke dann die Nikolaikirche, die älteste Kirche der Stadt. Yeah, here through the gap, the Nikolai Church, the oldest church of the city. The base is still Romanesque. The brick Gothic twin spires were added later. Around it, that's the Nikolai district. That's where Berlin started around 800 years ago. Yeah, I don't know where you're from. 800 years might sound old, but here in Europe, it's actually Berlin is actually quite a young and upstart capital. If you look at these buildings, most of the two hit Berlin hard. Every single one of the old buildings we're gonna see was either damaged or completely destroyed. I'm not gonna mention that for every single building, but I'm gonna tell you on the way back how you can see for yourself. Ja, an der Stelle haben wir jetzt aber auch schon das Ende unserer Fahrt erreicht. Wir drehen jetzt einmal um und fahren dann wieder zurück. Danke, dass Sie heute mit uns gekommen sind. Yeah, now we've reached the end of our tour. We're gonna turn around now and head back. Thank you for traveling with us. We can also continue up the river, then we will see Friedrichshain with the East Side Gallery and 1 clubs right next to the water. Yeah, in other places, clubs close early, so in some cities clubs close at 8 AM or something. In Berlin, clubs close late. Many clubs are open the whole weekend long, so you can dance as long as you can stay awake. And it's Monday noon, so some clubs are actually still open and a bit of the weekend is still happening there right now. The Water Museum right at the water is very easy to break into because they always leave their windows open. 7 years ago, 3 dudes went through a window, took a coin and then went out again. The coin was the Canadian maple leaf, the biggest gold coin in history, weighing 100 kilos of pure gold, worth almost 4 million euros. Ja, vor 7 Jahren sind 3 Kerls durch ein Fenster rein, haben sich die Münze geschnappt und sind wieder raus. Die Münze war aus purem Gold, 100 Kilo schwer und 3,7 Millionen Euro wert. Yeah, if you need any coins, we can stop on the way back so you can climb through the windows and get some. But I have to warn you, this boat can't wait. You'll miss the last 3 minutes of our tour. They are changing. Ja, hier rechts
Ensemble, bei Brecht-Fans bekannt und beliebt. Untergebracht ist es im Theater am Schiffbauerdamm. Ja, das Ufer hier ist Schiffbauerdamm, weil hier im 17. Jahrhundert holländische Schiffbauer angesiedelt wurden, um Schiffe zu bauen. Eine Sache habe ich dieses Jahr erst gelernt. Und zwar, dass es hier in der Gegend um Berlin rum die Holländer schon genauso lange gibt wie die Deutschen, kamen beide im 11. Jahrhundert hier an. Und in Fläming hat sich die holländische Sprache und Kultur bis ins 18. Jahrhundert noch erhalten. Der Fläming ist auch nach Flamen benannt. But now a warning. We're gonna see a piece of the Berlin Wall on the right side, close to the next bridge. It's a real piece of the real Berlin Wall, but it's not on the real location. The Berlin Wall was never running here. Oh, there's an Oktoberfest. That's typical for Berlin. If you want to do an activity the locals would do, go there. And here's the wall. Also hier steht auch ein Stück Berliner Mauer. Das ist echt, aber nicht an der Ursprungsposition. Die Mauer ging hier gar nicht lang. Yeah, how did the wall end up here? Fun story. The wall came down in 1989. Eastern Germany stuck around for a year longer. And they did the most communist thing they could think of. And that's auctioning off pieces of the wall to the highest bidder. Ja, ist eins von den Mauerstücken, die 1990 in den letzten Tagen der DDR auf Auktionen versteigert wurden. Ach, und da pinkelt jemand ins Ufer. There's someone peeing at the wall, where no one can see him, except a boat full of tourists. Wiederholt werden mit einem leicht anderen Ergebnis und einem stark anderen Bürgermeister. Jetzt haben wir da Kai Wegner von der CDU drin zu setzen. Yeah, on the right side, the city center of East Berlin around Alexanderplatz. That whole area was cleared to create a modern and spacious city center for the communist capital. There's impressive socialist architecture around there. But now there's a plan to rebuild a big part of that area to how it looked 100 years ago in the 1920s. This bollard got a hat last week. I'm quite a fan of this. Nach der Brücke rechts haben wir das Radisson Hotel. Die haben einen Wasserschaden. Bevor sie den hatten sie den Aquadom, ein riesiges Aquarium, 300 Millionen Liter Wasser und 1500 tropische Fische. Der hat aber im Dezember letzten Jahr keinen Bock mehr gehabt, ist geplatzt und hat die Fische hier auf den Straßen verteilt. The Radisson Hotel, they have a bit of a water damage going on at the moment. Before they had the water damage, they had the Aquadome, a massive aquarium with an elevator in the right center and 1,500 tropical fishies in it. You can still see the advertisement here on the boat, rooms with ocean view. That ocean view is gone because last year in December, the aquarium got tired, decided to burst and released all the fishies into their freedom. Which in Geschichte, die Brücke war Teil der innerdeutschen Grenze. Ja, das heißt, da ging mal die Mauer drüber, also nicht als Mauer, nur als Sichtschutz. Und die Mauer ging auch drunter, und zwar durch die Spree als Eisengitter, das niemand in den Westen abtauchen konnte. Yeah, the Marshall Bridge in front of us doesn't look too special, you don't need to look at it. But it's got a bit of history. This bridge was part of the border between the two Berlins, so that's also where the Berlin Wall was running. The Berlin Wall was also running below the bridge through the water as a metal grate, so people couldn't dive to freedom. Ja, jetzt überqueren wir auch gleich die ehemalige Grenze und sind dann im sogenannten West-Berlin. Now we are crossing the imaginary border
all aboard the Starry Imaginary, and we are arriving in West Berlin. Yeah, around us, that's the government district. Here the Reichstag building with its dome, designed by Sir Norman Foster. And here more government buildings, they are all from the 1990s, when Berlin became the seat of government again. Yeah, these buildings are built in a typical post-modernist architecture. Yeah, all these buildings are built in one long line, crossing the river twice, and they are connected by a network of underground tunnels. Yeah, these buildings are also a popular spot for recording TikTok dance videos and doing fashion shoots. Maybe we'll see something later. Ja, wir sind jetzt im Regierungsviertel. Hier das Reichstagsgebäude, das kennen Sie wahrscheinlich schon, das sage ich jetzt nichts zu. Vorne die Weißen Kreuze, ein Denkmal für die Maueropfer. Und hier haben wir das Marie-Elisabeth-Lübers-Haus und das Paul-Löbe-Haus. Das sind Regierungsgebäude, auch ein bisschen symbolisch, die sind über die ehemalige Grenze gebaut, verbinden also Ost- und Westdeutschland. Ja, verbunden sind die beiden Gebäude durch die Doppelstrecke, die Brücke vor uns. Achtung, Karlauer ist die sogenannte gehobene Beamtenlaufbahn. Aber die meisten gehobene Beamten nehmen lieber den kurzen Dienstweg durch den Tunnel unter der Spree durch. Yeah, 3 weeks ago I tried to get access to the tunnels below there, so I went in that building. I made it to the second basement, but then the doors were closed, so I'm gonna try it again. I'm convinced that you can get into any building if you try, but government buildings are sometimes a bit harder. They've got a bit of security. Ja, und das blaue Gebäude hier, das ist die Betriebskindertagesstätte des Deutschen Bundestages. The blue building here, that's the parliamentary kindergarten. Germany, luckily, is a social democracy, so childcare here in Berlin, free. University is completely free. I studied 3 times just for the fun of it. Yeah, healthcare is universal, and best thing in Germany, if you ever feel slightly unwell, you call in sick for work, and you'll get full pay for as long as you need to recover. Yeah, until last Friday I was working here this job freelance, so I couldn't call in sick, I would have gotten no pay. Now I got a contract, and today I've been asking myself what. Reason is the unique history of Berlin. The wall was running along this shore, and because of the wall, this area stayed a massive empty wasteland in the center of Berlin until the 1990s, then it turned into the biggest construction site in Europe, and now we got this contemporary corporate part of town. We people in Berlin, we're not too big a fan of this. Ja, der Hauptbahnhof hier, der wurde 2006 fertiggestellt. In dem Jahr hatten wir auch das Finale der Fußball-WM. The train station was completed in 2006. That year I remember very well, because that's the first time I came to Berlin. I just finished school and I hitchhiked here from a tiny village in Bavaria, roamed around the city for a couple of weeks, and I liked it here so much that I decided to move here, because why not? Since then I've been working a different job every single year. Not every year, some years I didn't work. This year I work on a boat, which is fun. You should also try it. Ja, vorm Hauptbahnhof steht gerade so ein großer Glaswürfel. Das ist ein Bürogebäude, entworfen von dänischen ArchitektInnen, nennt sich The Cube und behauptet von sich, das intelligenteste Gebäude in ganz Europa zu sein. The glass cube thingy here, that's an office building designed by Danish architects. It's called The Cube, and it claims to be the most intelligent building in all of Europe. Vor uns haben wir die Moltke-Brücke, da fahren wir auch gleich durch. Die ist benannt nach einem preußischen General aus dem 19. Jahrhundert. Die haben sein Antlitz auf dem Brückenbogen verewigt, um ihn zu ehren, aber er schaut nicht so besonders glücklich drüber aus. We're crossing the Moltke Bridge, named after a Prussian general from the 19th century.
They put his face on top of the bridge to honor him, but he doesn't look too happy about it. He's got a bit of an Angela Merkel smile. Hier links das Kanzleramt, das wurde unter Helmut Kohl gebaut. Schaut von oben auch aus wie ein großes Haar wie Helmut. Ist auch ein sehr großes Gebäude.